To reports from multiple news outlets, his former sister-in-law alleges that Hegseth's wife was terrified he would abuse her to the point where she and her sister had a code to text each other if her husband became violent and she feared for her safety. Donald Trump hat soeben den Doppelbraten Deluxe serviert bekommen. Und ehrlich gesagt, das war eine schöne Sache. Den Anfang macht George Clooney. Ja, dieser George Clooney, die silberhaarige Ikone, die ihre Energie normalerweise für rote Teppiche und humanitäre Zwecke aufspart, machte einen Abstecher direkt ins Bratengebiet. Mit der Präzision eines Kritikers, der sich über einen Ein-Sterne-Film auslässt, zog er Trump durch den Dreck, als würde er einen Katastrophenfilm rezensieren, der gerade auf DVD erschienen ist. Cool, ruhig und vernichtend. Dann kam Jimmy Kimmel, bewaffnet mit Witzen, die so unbarmherzig waren, dass sie wahrscheinlich den Alarm in Mar-a-Lago auslösten. Das war keine gewöhnliche Late-Night-Sitzung. Kimmel kam heiß. Als hätte er sich die Verbrennungen in einem feuerfesten Tresor mit der Aufschrift Pause im Notfall Narzisst aufgespart. Sogar Fox News hätte die Lautstärke für eine Sekunde herunterdrehen können, um Kollateralschäden zu vermeiden. Wenn es für sie ein Muss ist, zu sehen, wie Trump von Hollywoods Besten verbal niedergemacht wird. Dann haben sie gerade ein 5-Sterne-Video bekommen. Schauen wir uns das glorreiche Chaos an. Tonight is a special night at the White House. It's Donald and Melania's 20th wedding anniversary. 20 years is a long time, especially for Melania. This morning, Trump paid tribute to his longest-serving wife by reposting this AI image of himself with a lion. George Clooney und Jimmy Kimmel haben gerade Donald Trump vernichtet. Und ehrlich gesagt, war es weniger ein Braten als vielmehr ein Gourmet-Abriss. Es war, als würde man einem Sternekoch dabei zusehen, wie er einen matschigen McDonald's-Burger mit chirurgischer Präzision filetiert. Clooney, cool wie immer, Hollywoods Silberfuchs, trug seine Schläge mit der Leichtigkeit eines Mannes vor, der mit einer Hand die Oscars in der Hand hielt, während Trump mit der anderen an Gerichtspapieren herumfummelte. Jedes Wort war geschmeidig, durchtrieben und traf wie ein mit Samt umhüllter Ziegelstein. Und dann war da noch Kimmel. Oh, Kimmel. Der Mann macht sich schon so lange über Trump lustig, dass er praktisch einen festen Wohnsitz im Burn Center hat. Wenn Trump ein Clownsauto ist, dann ist Kimmel der ganze Wanderzirkus. Komplett mit Pyrotechnik, einer Liveband und Popcorn für die Zuschauer. Er wirft nicht nur Schatten, er baut eine Sonnenfinsternis. Gemeinsam waren Clooney und Kimmel nicht nur Kritiker, sondern auch Kulturköche, die ein 5-Gänge-Menü des Spottes servierten, mit einem Dessert in Form von Trumps Ego, das wie ein überbackenes Soufflé zerbröckelte. I was gonna make stuff up about him. I'd start telling people he wears diapers. I would explain that it's a long trial. He drinks a lot of Diet Cokes to stay awake. He's getting up there in years, and it's perfectly normal for a man of Trump's age and carriage to wear absorbent undergarments to stop the leaks. So, I mean, if I was making stuff up, that I would point out that the reason he stands like this and golfs like this and plays tennis like this is because he has a full diaper strapped around his little mushroom garden. Okay? Bitte abonnieren Sie für mehr. Es dauert 2 Sekunden und hilft uns sehr. Fangen wir mit Clooney an. Oh man. Trump hatte ihn zuvor als nicht sehr klug bezeichnet. Das ist so, als würde ein Goldfisch sagen, Michael Phelps sei ein lausiger Schwimmer. Clooney antwortete, indem er daran erinnerte, dass Trump eigentlich ein gescheiterter Casino-Unternehmer war. Richtig, ein Casino. Er konnte es nicht schaffen, ein Geschäft zu betreiben, bei dem die Kunden absichtlich ihr Geld wegwerfen. Stellen Sie sich vor, Sie sind so ungeschickt im Geschäft, dass das Geld der Kunden nicht ausreicht, um die Lichter am Leuchten zu halten. Donald Trump in 5 words. I can't. It's too many words. It's 4 too many words. I think just ultimately in over his head, in a devastating way, unqualified. Dann ging Clooney noch tiefer hinein, ohne Filter, ohne Zögern. Einfach ein Meisterstück an beiläufiger Zerstörung. Er nannte Trump einen Schwachkopf. Und seien wir mal ehrlich, das war wahrscheinlich das freundlichste Wort, das er hätte benutzen können. Ein Schwachkopf deutet immerhin darauf hin, dass es zumindest einige kognitive Funktionen gibt. Trump? Er ist der Typ, der sich in einem runden Raum auf der Suche nach der Ecke verirren würde. Clooney fuhr fort und malte ein Bild, das so lebendig war,
dass man fast die Titelmusik einer Sitcom namens That's Just Dawn hören konnte. Ein Typ, der vergisst, mit welcher Hand er schütteln muss. Es sei denn, jemand flüstert es ihm durch einen Ohrhörer zu. Ein Typ, der voller Selbstvertrauen in eine Drehtür geht und es trotzdem schafft, rückwärts gegen eine Wand zu schleudern. Schuhe mit Klettverschluss? Er würde sie verknoten. 2-in-1 Shampoo? Er würde immer noch die Gebrauchsanweisung lesen, als wäre es ein Regierungsprotokoll. Jedes, einzelne, Mal. Clooney hat nicht einfach nur Schatten geworfen, er hat einen ganzen Pavillon gebaut, einen Liegestuhl aufgestellt, ein Getränk aufgemacht und alle eingeladen, es sich bequem zu machen und die Brise zu genießen. Und wenn Trump das alles für ein Kompliment hält, sollte er seine Notizen noch einmal überprüfen. Denn wahrscheinlich hat jemand seine täglichen Briefings durch ein Highlight-Magazin und einen Saftkarton ersetzt. Because, he was just this knucklehead. I knew him before he was, a president. He was just a guy who was chasing girls. Every time you went out, he'd come over and be like, what's the name of that girl? Kimmel, der sich nie mit einer leichten Stichelei begnügt, ging voll auf die Barrikaden. Er nahm Trump aufs Korn wie ein Steak, das zu lange auf dem Grill liegt, trocken, durchgebraten und in Ketchup schwimmend. Das war kein normaler Late-Night-Monolog. Das war ein komödiantischer Luftangriff. Er verglich Trumps Intelligenz nicht nur mit einer halb aufgegessenen Tüte Cheetos, die in der Sonne liegen, sondern zeigte die Parallelen auf. Beide seien erschreckend orange, fielen beim geringsten Druck auseinander und hinterließen Rückstände, mit denen niemand etwas zu tun haben wolle. Und genau wie bei diesem traurigen Snack, scherzte Kimmel, fragt man sich, wer hat das hier liegen lassen und warum tun wir immer noch so, als wäre es essbar? Es war brutal, sicher, aber es war auch seltsam poetisch. Kimmel hat Trump nicht geröstet. Er hat ihn in einer Satire langsam gegart und mit einer Portion "Wir haben es euch gesagt" serviert. Blau. Every mistake now he'll claim was AI. Eric, Don Jr. He said artificial intelligence was used by them against me in their videos of me. Can't do that, Joe. Which the idea that Joe Biden did that, I mean, Joe Biden can't unlock his phone without accidentally taking 3 pictures. I mean, let's be honest. Joe Biden, don't worry about Joe Biden using AI. You worry about us using AI because we will not use it subtly. We will use it to make you look like a chubby German boy eating pudding by himself. Or a human chicken McNugget or... Aber Kimmel war noch nicht fertig. Mit einem Grinsen verglich er Trumps Ideen mit einer vergessenen Tüte Cheetos, altbacken, staubbedeckt, künstlich aromatisiert und irgendwie immer noch gefährlich. Wenn sie in großen Mengen verzehrt werden, vor allem von Leuten, die es eigentlich besser wissen sollten. Es ist wie dieser traurige, in der Sonne geschmolzene Cheeto, der zwischen den Sitzen von Amerikas Minivan steckt, sagte er. Irgendwann muss man zugeben, dass es an der Zeit ist, das Haus zu säubern. Natürlich eilten Trumps eingefleischte Fans herbei, um ihn zu verteidigen, mit Fingern, die metaphorisch und vielleicht auch wörtlich mit dem typischen orangefarbenen Rückstand beschmiert waren. Sie klatschten online zurück, aber Kimmel hat kaum mit der Wimper gezuckt. Er rückte nur seine Krawatte zurecht, nippte an seinem Kaffee und grinste. Denn wenn es darum geht, Trump in die Pfanne zu hauen, weiß Kimmel, dass sich das Material von selbst schreibt und es gibt genug davon, um Late-Night-Autoren bis ans Ende der Zeit zu beschäftigen. Every time. And by every time, he means no times. He loves telling this made-up story. Never did I ever stand on the sidewalk to greet Donald Trump or any guests. Never happened. You guys here in the studio have been out on that sidewalk. You think I'm going out there? No way. Our guests don't even come in from the sidewalk. They come in through the alley in the back where I also don't stand out there to greet them. The only time I've ever walked out on the sidewalk for Donald Trump was to urinate on his Star on the Walk of Fame. Einer der herausragenden Momente war, dass Clooney sich über Trumps Rechtschreibung lustig machte. Als wäre es eine Open-Mic-Night. Er wies darauf hin, dass Trump ständig damit prahlt, ein Genie zu sein. Während er buchstabiert, als hätte die Autokorrektur gerade den Geist aufgegeben. COVFEFE war kein Tippfehler, scherzte Clooney. Es war ein Schrei nach Hilfe. Blau. Dann kam der Knockout. Der Mann postet wie ein Roomba, der unter einem Kaffeetisch feststeckt. Chaotisch, verwirrt und ohne Grund laut. Clooney war noch nicht fertig. Er scherzte, dass Trumps Ghostwriter ein Kleinkind mit einem Edge-A-Sketch sein könnte.
das nur für Snacks und Wutanfälle eine Pause einlegt. Aber der eigentliche Clou, Clooney hat ein ganz neues Wort erfunden. In diesem Punkt, sagte er, ist es nicht dumm? Nicht albern, es ist Dumfrey. Ein Substantiv, ein Verb, ein ganzer tragikomischer Lebensstil. Er ließ es lässig fallen, nippte an einem wahrscheinlich $500 teuren Tequila und brachte die Zeile mit einem Oscar-würdigen Timing. Er ist wie ein glitchy AI, angetrieben von Diät-Cola und Ressentiments. Blau. Das Internet hat nicht nur gelacht, es hat geschrien. Meme wurden geboren, Definitionen wurden entworfen. Und einfach so hielt Dumfrey Einzug in den Gruppenchat der amerikanischen Popkultur. Of invaluable knowledge gathered over centuries are now threatened by an epidemic of dumb idiots saying dumb. You know what this is? It's a snowball. So it's very, very cold out. Dumb is highly contagious, infecting the minds of even the most stable geniuses. If you have a windmill anywhere near your house, they say the noise causes cancer. You tell me that one, okay? Das Internet konnte nicht wegschauen. Innerhalb weniger Stunden, nachdem ein berühmt gewordener Videoclip die Runde gemacht hatte, verwandelten sich die sozialen Medien in eine Spielwiese für Comedy-Autoren. Memes machten die Runde, wobei eines der am meisten verbreiteten zeigte, wie sich Donald Trumps Haare in ein Steppengras verwandelten und durch eine Wüstenlandschaft wehten. Ein anderer Nutzer postete einen gefälschten Wörterbucheintrag, in dem auf satirische Weise ein neuer Slangbegriff definiert wurde, der sich an Trumps Namen anlehnte, zusammen mit einer Ausspracheanleitung und einem bissigen Beispielsatz. Aber der eigentliche Moment, der alle zum Reden brachte, war, als George Clooney bei einer Gala-Veranstaltung ans Mikrofon trat. Clooney, der für seinen Charme und seinen scharfen Verstand bekannt ist, hielt sich nicht zurück. Trumps Version von Luxus, sagte er mit einem Schmunzeln. Ist das, was passiert, wenn man einem Gebrauchtwagenverkäufer einen Blankoscheck aushändigt und ihm sagt, er solle sich austoben? Das Publikum brach aus. Es war nicht nur die Beleidigung, es war die Präzision. In einem Satz hatte Clooney auf den Punkt gebracht, was so viele Kritiker seit Jahren zu formulieren versucht hatten. Trumps vergoldete Welt, alles aus Marmor. Kronleuchter in den Aufzügen und Möbel. Die aussehen, als wären sie aus einem Renaissance-Casino entliehen, wurde plötzlich zur Pointe des Monats. Ein Twitter-Nutzer scherzte, es ist, als hätten Vegas und Versailles ein Baby bekommen. Und es ist von der Innenarchitekturschule geflogen. Blau. Der Kolumnist und Satiriker Rex Kimball goss in seiner wöchentlichen Kolumne Öl ins Feuer und spießte nicht nur Trumps Dekoration, sondern seinen gesamten Geschmackssinn auf. Dies ist ein Mann, schrieb Kimball, dessen Vorstellung von gutem Essen darin besteht, Ketchup auf ein gut durchgebratenes Steak zu gießen und dabei Cola Light aus einem Weinglas zu trinken. Wenn Eleganz ein Gemälde wäre, würde er es verkehrt herum aufhängen. Blau. Auch das Internet machte sich darüber lustig. Es tauchten Bilder auf denen Cola Light in 5-Sterne-Restaurants serviert wurde und Kellner im Smoking entkorkten die Dosen wie Champagner. Andere scherzten, dass Trumps persönliche Kultiviertheit The Real Housewives wie einen Jane Austen-Roman aussehen lässt. Und dann kam die Welle der gefälschten Shakespeare-Hommagen. Ein besonders beliebtes Meme gab sich als klassische Tragödie aus, The Fall of Donald the Gilded. Die Zusammenfassung lautete, eine Geschichte über Ehrgeiz, endlosen Goldschmuck und auf Marmor gebaute Träume, die unter dem Gewicht ihres eigenen Egos zerbrachen. Blau. Trotz der Witze hat dieser Moment etwas Tieferes angesprochen, eine kulturelle Kluft über Klasse, Geschmack und Authentizität. Für die einen ist Trumps auffälliger Lebensstil das ultimative Statussymbol. Für andere ist er das Gegenteil, die Zurschaustellung von Reichtum ohne die dahinter stehende Substanz. Dennoch hatte das Internet seinen Spaß. Ein paar Tage lang haben sich Menschen aus allen Ecken der Welt, Prominente, Kolumnisten und Mimimacher, in einer digitalen Bratensitzung vergnügt. Dabei ging es nicht wirklich um Politik. Es ging um goldene Toiletten, samtene Seile und die Art von Extravaganz, die geradezu darum bittet, parodiert zu werden. Denn im Zeitalter der sozialen Medien verbreitet sich nichts schneller als ein Witz, mit genau dem richtigen Funken Wahrheit und vielleicht ein bisschen falschem Gold. Donald Trump had an audience for what turned out to be a historic speech. No president in the history of this country has ever taken a weirder drink of water than this.
Is that one of the side effects of hydroxy? I mean, what is up with his hand? Did he hurt it holding the Bible upside down? Let's look at that again because there's clearly something going on. It's weak. And this is not the first time we've seen this. This clip's from November of 2017. You can see here, he managed to open the water bottle, but then he needed 2 hands to drink it. And then next month, this happened again. He's what is he doing? He's like a witch sipping out of a goblet full of toadstools or something. And he had another weird move. Und nicht zu vergessen die rechtlichen Probleme, die sich ergeben haben. Laut Clooney war Trump in mehr Rechtsstreitigkeiten verwickelt, als er verheiratet war. Was eine beachtliche Leistung ist. Rechtsstreitigkeiten werden von ihm behandelt, als wären sie Pokémon-Karten. Jeder muss von ihm erwischt werden. Daraufhin erklärte Kimmel, dass die einzige Gruppe, die noch härter arbeitet als Trumps Friseur, das Anwaltsteam ist, das er beschäftigt. Abgesehen davon die Fakten. Doch genau hier traf Clooney den Nerv des Publikums. Nach seinen Worten ist Trumps größte Sorge nicht, ins Gefängnis zu kommen. Es gibt eine große Gruppe von Leuten in diesem Raum, die über seine Witze nicht lachen. Ganz einfach. While, seien wir ehrlich, Trump hat den Eindruck, amüsant zu sein. Aber nur in dem Sinne, dass ihr Onkel ihnen zu Thanksgiving nur schreckliche Witze erzählt und sie so tun müssen, als ob sie lachen, um nicht zu schweigen. Was den Humor angeht, so bezeichnete Kimmel die Reden von Trump bei den Kundgebungen als die schlechteste Stand-up-Performance in der Geschichte der Welt. He has a plan, says that over and over and over again. We have no choice but to absolutely replace Obamacare, and we're going to come up with a much better plan. We're going to come up with a great health plan, and this is a great plan. Wait till you see the plans we have coming out, literally. 2019, we still haven't seen a plan for health. If someone who works for you, well, let's say it's your barber, promises to present you with a plan for trimming your hair over and over again for 9 years and never does, you'd probably fire that person. You'd probably get a new barber because your hair would be down to your ass. Die Täuschung war das Fundament, auf dem Donald Trumps gesamte Karriere aufgebaut war. Und jetzt kommen die Unwahrheiten endlich zurück, um ihn zu verfolgen. Es werden rechtliche Schritte, Strafanzeigen und Ermittlungen eingeleitet. Inwieweit braucht man noch weitere Beweise? Da der Betreffende sich jahrzehntelang der Verantwortung entzogen hat, kommen die Mauern langsam näher. Das Schlimmste ist, dass er sich das absichtlich angetan hat. Lassen Sie uns ein Gespräch über die völlige Absurdität von Trumps Versuchen führen, sich zu verteidigen, wenn er erwischt wird. Der Fall mit den Geheimpapieren. Oh, sie waren nichts weiter als Erinnerungsstücke. Er war es nicht, der etwas provoziert hat. Er hatte gerade eine leidenschaftliche Rede vor seinen Anhängern gehalten, ein Prozess für seinen Betrug. An jedem beliebigen Tag behauptet er, dass der Wert seines Besitzes so hoch ist, wie er es für angemessen hält. Das ist so, als würde man einem 5-jährigen Kind dabei zusehen, wie es versucht, sich für den Diebstahl von Keksen zu entschuldigen, indem es eine Lüge erzählt. Andererseits versucht er nicht, mit Keksen zu spielen, sondern mit der nationalen Sicherheit, der Demokratie und der Wirtschaft. I think, you know what, it's his empathy I admire the most, really. But it wasn't all gloom and doom. MAGA Teresa believes this country is feeling real good. Good things are going to happen because our country's got some big headaches, but we have tremendous spirit right now. The spirit is as high as it's been. It was up 49 points this morning. 49 points. It's never been. It's the biggest increase in the history of whatever the poll was. The poll is the spirit poll. Gallup does it every year. They call you, they say, hey, we've got spirit. Yes, we do. We've got spirit. How about you? And then Außerdem sollten wir die Heuchelei nicht übersehen. Das Vorgeben, ein wohlhabender Geschäftsmann zu sein, war die Grundlage, auf der Trump seine Marke aufbaute. Die Daten hingegen zeigen ein anderes Bild. Es gab mehrere Konkurse sowie gescheiterte Casinos und eine Universität. Er hat es sogar geschafft, eine ganze Football-Liga zu zerstören. Wer in den Vereinigten Staaten von Amerika verliert schon Geld, wenn er Fußball spielt. Es ist fast schon beeindruckend, aber mit einer tragischen Wendung. Und das, obwohl seine Fans weiterhin an der Vorstellung festhalten, dass Trump ein Selfmade-Millionär ist. Sein Selfmade-Erfolg ist vergleichbar mit dem eines Reality-Show-Teilnehmers, der in der ersten Folge ausscheidet, aber weiterhin behauptet, dass er gewonnen hat. Und wenn wir schon beim Thema Reality-TV sind, finden Sie es nicht auch amüsant, dass derjenige, der dafür berühmt wurde,
Leute zu entlassen, nun nicht in der Lage ist, ein gutes Anwaltsteam zu halten? Da die Vertretung von Trump mit einem Jenga-Spiel mit Sprengstoff vergleichbar ist, hat ein Anwalt nach dem anderen seinen Job aufgegeben. Zu Beginn verteidigen sie ihn. Danach kommen sie zu dem Schluss, dass er verantwortlich ist. Danach beschließen sie, aufzugeben, bevor das Schiff mit ihnen untergeht. Der Rücktritt von Rudy Giuliani. Sidney Powell hat sich schuldig bekannt. Seine eigenen Buchhalter waren es, die ihn verrieten. Wenn die Mitglieder ihres Finanzteams bereit sind, gegen sie auszusagen, liegt die Vermutung nahe, dass sie nicht so wohlhabend oder vertrauenswürdig sind, wie sie vorgeben zu sein. I think that plastic's going to affect a shark very much as they're munching their way through the Außerdem sollten wir darüber sprechen, wie zerbrechlich sein Ego sein wird. Trotz der Tatsache, dass er 4 Jahre lang Präsident war, beschäftigt sich diese Person weiterhin mit der Größe von Menschenmengen und Beleidigungen, die auf Twitter gepostet werden. Es tut mir leid, aber eine soziale Beleidigung ist die Wahrheit. Da er von allen anderen Social-Media-Plattformen verbannt wurde, versuchte er, seine eigene Alternative zu schaffen. Das wäre dasselbe, als würde man aus jeder Bar der Stadt rausgeschmissen werden und dann sein eigenes Lokal eröffnen, um weiter trinken zu können. Das ist keine Machtdemonstration, sondern eine erbärmliche Aktion. Und wissen Sie, was nicht nur bedauernswert ist? Seine ganze Law-and-Order-Jugendzeit. Derjenige, der sich mit Ruhe und Ordnung brüstet, ist derselbe, der einer Pornodarstellerin Schweigegeld gezahlt hat, wegen Betrugs verklagt wurde und einen Mob zum Kapitol geführt hat. Das ist wie der Joker auf einer Plattform, die keine kriminellen Aktivitäten zulässt. Über die Art und Weise, wie er sich vor der Zahlung von Steuern drückt, wollen wir gar nicht erst reden. Derjenige, der behauptet, er liebe die Vereinigten Staaten von Amerika, leistet einen Beitrag, der mit dem eines jungen Menschen vergleichbar ist, der im Sommer arbeitet. In der Zwischenzeit will er Programme abschaffen, die für Durchschnittsbürger gedacht sind, während er Milliardären wie ihm selbst Steuersenkungen gewährt. Solange der kleine Mann ein Privatflugzeug besitzt, ist Trump ständig auf der Hut vor ihm. Dies ist ein klassisches Beispiel für Trumps Verhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen jemanden wählen würden, der so viele Fehler hat. Wissen Sie? Ich meine, ich kenne Donald Trump. Wissen Sie? Ich meine, das ist die Sache mit den Leuten. Wissen Sie? Ich habe seine Telefonnummer in meinem Telefonbuch. Er war der Typ, der in die Bars kam und mich fragte, welche Cocktailkellnerin Single sei. Ja, so war er. Das war damals in den 90er. Nicht so lange. Nein, in den 2000er Jahren, um ehrlich zu sein. Und da gibt es diesen Teil von dir, der einfach sagt, nun, dieser Typ sollte nicht Präsident sein. Aber ich habe mich geirrt. Und das war er. Und unsere Demokratie hat, so glaube ich, einen Preis dafür bezahlt. Jedenfalls weltweit. Und ich mache mir Sorgen über die Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass es so gut ist, wie manche Leute befürchten. Aber ich mache mir Sorgen darüber. Ich denke, wir befinden uns in einer Zeit, in der wir interessante Kandidaten auf allen Ebenen brauchen. Wissen Sie, ich bin auch auf der demokratischen Seite. Ja, sicher, ja. Wir brauchen interessante Kandidaten da draußen. Seien wir doch mal ehrlich, es stimmt nicht, dass Trump ein kluger Taktiker ist. Er spielt nicht mit Dame, während alle anderen Schach spielen. Es scheint, als würde er schreien, dass das Spiel manipuliert ist, während er das Brett umdreht. Jeder Rechtsstreit, jede Kontroverse und jeder Fehler, der gemacht wurde, niemand gibt ihm jemals die Schuld dafür. Die Medien tragen die Schuld daran. Es ist der Zustand des Tiefgangs. Das sind Windmühlen. Gewiss, Windradar. Jemand, der Zugang zu nuklearen Codes hatte, glaubt, dass Windturbinen für das Sterben von Walen verantwortlich sind. In der Zwischenzeit bemüht sich seine eigene Partei allmählich, etwas Abstand zwischen sich und ihn zu bringen. Das Problem ist, dass sie zu viel Angst haben, es laut auszusprechen. Es ist fast so, als wären sie in einem Horrorfilm, in dem Trump die Rolle des Antagonisten spielt. Andererseits bleiben sie, anstatt wegzurennen, einfach dort stehen und sagen, vielleicht sieht er uns nicht. Blau. Übersehen wir nicht die jüngste Absurdität. Jetzt behauptet er, dass er mehr verfolgt wird als jeder andere in der Weltgeschichte. Haben Sie darüber nachgedacht, dass Donald Trump im Falle eines Sieges die Macht der Bundesregierung gegen Sie persönlich einsetzen könnte? Ja, das habe ich. Aber mich tröstet die Tatsache, dass er es zuerst auf dich abgesehen hat. Fühlst du dich jetzt besser? Ja. Du kennst doch die Theorie, dass man nicht schneller sein muss als der Bär.
Du musst nur schneller sein als das eine Kind. Du bist das eine Kind. Ich bin das Kind. Ich bin der langsame Junge. Trump ist ein großer Fan von Ihnen. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, aber er hat im Juli gepostet. Jetzt also der falsche Filmschauspieler George Clooney. Ja, er weiß nicht, dass Filme unecht sind. Oder? Ich glaube nicht. Der nie dazu kam, einen großartigen Film zu machen. Macht jetzt mit. Er hat sich gegen Crooked Joe gewandt, wie die Ratten, die sie beide sind. Und was ist sein ehrgeiziges Ziel für das Jahr 2024? Die gleichen alten Hits. Mehr Rache und mehr Gejammer stehen auf der Tagesordnung. Es gab einen Diebstahl der Wahl. Das ist eine Hexenjagd und eine Fake News. Er ist wie ein Künstler, der überfallen wurde und jetzt dieselben 3 Songs von 2016 aufführt. In der Hoffnung, dass die Leute noch Interesse haben. Und während er draußen Golf spielt, schicken ihm seine Fans Geld, um die Kosten für seinen Rechtsbeistand zu decken. Er kämpft nicht für die Vereinigten Staaten von Amerika. Er tut alles, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Der Unterschied ist signifikant. Ehrlich gesagt ist es ziemlich anstrengend, den gleichen Zyklus immer und immer wieder zu sehen. Es gibt eine schreckliche Tat, die Trump begangen hat. Das ganze Volk ruft ihn aus. Diejenigen, die ihn anfeuern, tun so, als hätte es nie einen Ort gegeben. Dan, nachdem ein Monat vergangen ist er in viel größerer Gefahr als zuvor. Die Situation ist vergleichbar mit einer schrecklichen Reality-Show, die sich weigert, abgesetzt zu werden. Jetzt aber habe ich gute Nachrichten. Täglich werden mehr und mehr Menschen auf den Betrug aufmerksam. Die Zahl der Gerichtsverfahren nimmt zu. Die Schranken werden immer enger. Trump hingegen wird sich nicht durch Lügen aus dieser Situation befreien können. Haben Sie eine Ahnung, was er tun wird, wenn dieser Tag endlich gekommen ist? Niemand außer ihm selbst sollte dafür verantwortlich gemacht werden. Alles, vom tiefen Staat über die Medien bis hin zum Wetter und vielleicht sogar Barron. Die Realität ist jedoch ziemlich einfach. Donald Trump hat ein Kartenhaus gebaut. Im Moment fällt sie endgültig auseinander. Und um die Wahrheit zu sagen, es wurde auch Zeit. Und das ist alles, was es zu sagen gibt. Donald Trump wird von George Clooney und Jimmy Kimmel in einem so extremen Ausmaß geröstet, dass man die verbrannte Bräune fast riechen kann. Eine Hollywood-Legende und eine Late-Night-Legende haben sich zusammengetan, um das zu tun, was die Vereinigten Staaten von Amerika am besten können. Lachen sie über Donald Trump. Ob man die Trumps nun liebt oder hasst, es lässt sich nicht leugnen, dass Clooney und Kimmel einen unvergesslichen Moment hatten. Frech, bissig und absolut viral. Aber was denken Sie? War die Bezeichnung Plastik gerechtfertigt oder ging sie zu weit? Kommentieren Sie unten, was Sie denken, und vergessen Sie nicht, eine 1 zu vergeben, wenn Sie die Maßnahme unterstützen, oder eine 0, wenn Sie denken, dass sie unangemessen war. Drücken Sie den Gefällt mir-Knopf, abonnieren Sie die Seite für weitere dramatische Zusammenbrüche und teilen Sie diesen Artikel mit jemandem, der den Moment sehen muss, der Hollywood und Washington gleichermaßen erschüttert hat.